ich bin jetzt in Calasares. Nur mal 2 Etappenstops bis nach Santiago. Ich bin nicht zu Fuß gegangen. Meine Zehe bringt mir um, meine kleine rechte. Oh, ich würde zum Leben absäbeln mit meinem kleinen Mini-Taschenmesser. Jetzt bin ich mit dem Bus gefahren, aber es hat extrem geschüttet in der Früh. Und jetzt bin ich da. Viel zu früh für die Herberge. Aber die Aussicht ist ganz nett. Ich war jetzt gerade in so einer Bäckerei frühstücken. Und jetzt ist es circa 11. Und jetzt schauen wir einfach ein bisschen die Stadt an. Die Kirche, wollte man einen Stempel holen, hat wieder zu. Was ist es mit diesen Kirchen? Anyway. Ja, es gibt so einen fetten Fluss durch die Stadt. Der Bär steht gerade nicht. Die Busstation ist irgendwie mitten auf einer Kreuzung, das war recht lustig. Woher weiß man, wo eine Busstation ist, wenn da kein Schild ist? Ich habe in der Früh auch schon die Busstation gesucht, bis mir dann eine Frau, die hat mir dann ca. 10 Minuten zugeschaut, dass ich eine Busstation suche, und dann kommt sie her: suchst du irgendwas? Ich, ja, die Busstation. Ja, dann musst du da 300 Meter runtergehen. Ja, aber der Plan sagt da. Ja, nein. Okay. Und der Bus ist gekommen, 10 Minuten später, aber ich war dann in 25 Minuten von Pontevedra nach Calasares. Es sind 3 Leute im Bus gesessen, alle mit Maske. Ja. Ab 1 kann ich in der Herberge einchecken. Und dann schauen wir mit meiner C, ob ich morgen gehen kann oder ob ich wieder ein Stück mit dem Bus fahre. Keine Ahnung. Ich habe heute schon einen Stempel, von daher in der Herberge meinen zweiten. Dann kriege ich wenigstens meine Urkunde. Yay!
Das ist die Kirche von Padron. Dahinter irgend so ein Abteil. Ich bin jetzt nach Patron mit dem Taxi gefahren, weil es Kassen hat 100%ige Regensicherheit. Aber bis jetzt hat es noch in der Früh genieselt, aber die Wolken schauen auch nicht sehr gut aus. Also. Ist eigentlich ganz süß da. Ich habe diese 5er Jungstruppe, die von Thuja ausgegangen sind, auch wieder getroffen. Ich sehe ja jeden Tag. Padrons kleine Gässchen. Wir haben heute schon 2 Stempel geholt. Yay! Ich bin gerade früh auf Cola. Jetzt kommt da wieder einer. Oh nein. Es gibt ziemlich viele Zahnärzte da, muss ich sagen. Und meine kleine Zehen bringt mich um. Es gibt urnette Häuschen und dann gibt es wieder echte Bruchbuden.
ist die Herberge. Der hat erst um 1 offen. Das sind jetzt 2,5 Stunden. Okay, das ist Plan A für die Unterkunft heute. Ziemlich urig. Gleich neben dem Konvent. Wahrscheinlich das an Nonnen. Keine Ahnung. Ich glaube, die Alberge kostet 8 Euro, die da unten. Sperrt um 1 so auf. Theoretisch sollte der offen haben. Es wird sich weisen. Alternativ. Gibt es sie dann in der Stadt drin um 14 Euro. Padron von oben. So, da ist ein Padron im ersten Konvent. Aber das ist ein Job. Jedenfalls ist dann gleich daneben die Alberge. Ja? Und das sehen dann meine Äuglein. Ich meine, ich bin zwar nur zu früh, aber. Sarado. Nix mit Unterkunft. Okay, Alternativplan ist die andere Herberge da in der Stadt um 14 Euro die Nacht statt 8 Euro. Okay. Dann humpeln wir mal da wieder runter und suchen uns irgendein Café. Die Dinger dazu da oben. Also schauen wir mal. Es bleibt spannend. Ich habe eine Herberge gefunden. Yay! Ich bin jetzt in Padron. Nach dem 4. Anlauf habe ich jetzt eigentlich eine gefunden. Alberga Minia. Es gibt an der Straße ein Café und dann gibt es dahinter die Alberge. 17 Euro pro Nacht mit Laken und Handtuch. So, noch kurz zu. Wie ganz allein. Gibt es einen fetten Stempel. Ein Aufenthaltsbereich. Waschmöglichkeiten. Küche, die ist eigentlich ziemlich okay. Sogar mit Geschirr, nicht so wie in anderen. Es gibt sogar einen Wasserkocher. Yay!
bisschen was zum Frühstücken, Tee, Toaster, Kaffee, Mikro. Ich finde diese Geschichte eigentlich ganz urig. In so einem alten Kamin. So, es gibt sogar einen Fernseher. Von der Straße haben wir gedacht, das ist eigentlich ziemlich affig. Das ist so die Straße daneben. Also es ist gegenüber von der Kirche, über die Brücke drüber, rüber zu dieser Abtei. Dann gehen wir nochmal rauf. Die Dusche. Das ist so ein bisschen offen. Waschbecken, Handtücher. Große Dusche mit Haken sogar. Das ist schon okay. Dann gibt es da ein Stockbett mit kleinem Balkon. Der hat aber Wäscheleine draußen. Also es gibt 6 Betten. Also es ist relativ schnuckelig. So. Da gibt es ein Bett. Da gibt es eine Bank. Und dann gibt es ja das andere. Da haben wir eine mit breit gemacht. Und dann gibt es da nur ein Obergeschoss. Was ist denn da? Licht. So, kommt schon komplett erledigt aus. Egal, noch ein Bad. Was haben wir da? Kleiner Wohnbereich. Das sieht man jetzt auf die, wie das Kassen. Ist das ein Kloster oder sowas? So. Dann geht es so weiter und dann sind da nochmal 4 Betten. Also finde ich, das ist doch witzig. Schlafen unterm Dach. Es ist ein bisschen verwinkelt, wie man sieht. Split Levels, also barrierefrei ist so nix. Das heißt, wir haben da jetzt 1, 2, 4 Stockbetten. Nein, warte, 5. Nein, 2, 4. 8. Also Herberge für 10 Leute, wenn du mal so anschaust. Ja. Und das ist meins. Da gibt es ja diese komische Matratze mit den Leinen. Und dann gibt es noch ein Handtuch für 17 €. Mit Küche, ich kann meinen Tee machen, mein Porridge, also. Passt. Und morgen geht's nach Santiago. Gott sei Dank. Gott sei Dank. So. Der letzte Tag. Padron nach Santiago. Machen noch ein paar letzte Vorbereitungen. Ein bisschen Tee machen und Toast. Reflektoren. Poncho drüber. Was ist das denn? Füße einkleben. Oh, mein Poncho. Es schüttet nämlich schon wieder. Und es ist jetzt 8:15 Uhr. Brauchen wir 10 Minuten und dann geht's los. Jetzt habe ich sogar Blase am Finger. Wie kann das sein?
Egal. Ich habe mir schon Ibuprofen eingezogen, damit mein Zehen nicht schmerzt, bzw. mein Knie. Und dann geht's auch zur letzten Etappe. Sag vorbei, Arlberge. Kurz mal auf. So ist das Wetter. Egal. So, dann machen wir jetzt fertig und dann los geht's. Circa 24 Kilometer. Sagen wir mal, wenn ich 6 Stunden brauche, mit Spazi, irgendwo ein zweites Frühstück checken, vielleicht mal irgendwo essen. Es wird vielleicht den ganzen Tag dauern. Und wenn ich ganz langsam gehe, ist mir egal. Und wenn ich zum Schluss auf Knien nach Santiago eine krieche. Buen Camino. Hola! Ich habe gerade wieder ein Schild gesehen. Santiago 25 Kilometer. Sieht man das? Es nieselt ein bisschen. In vollem Montur. Ich habe heute, ach, was mit dem Lärm da, ich habe ja ein Thermocare mit und das habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Jetzt haben wir das Thermocare umgewickelt und mir ist mal heiß und es ist mutsteckig unter meinem Poncho. Ich habe heute diese Reflektoren auf meinem Hakel. Auf meinen Arm mit dem Reflektor und meine Stirnlampe. Und jetzt marschiere ich da im diesigen Wetter rum. Ich habe mir vorher Ibuprofen reinpfiffen, ich glaube, das habe ich schon erwähnt. Und man denkt, momentan geht es ganz gut. Es ist noch ein bisschen warm. Ich hätte vielleicht den Pullover nicht anziehen sollen, aber egal. Hygienecreme. Ich bin schon eine Ortschaft weiter. Es läuft. Nur mal 19 Kilometer. Yay! Ein Fünftel ist geschafft im Regen. Meine Socken sind schon teilweise nass, meine Schuhe und meine Waden. Mühsam. 19 Kilometer. Nummer 4 Fünftel. Yay!
es regnet. Es regnet, es regnet. Yessi. 15. Wurscht, was dahinter steht. Ab in den Wald. 2 Fünftel haben wir geschafft. Und es regnet noch immer. Yay! Auf geht's! Nummer 3 Fünftel. Bald haben wir die Hälfte. Gatschi. Wir haben vorher ein paar Pilger überholt. Ich weiß nicht, wo die hin sind. So langsam bin ich jetzt auch nicht. Ich habe nur mal Weste zwischendurch ausgezogen. Und das ist so dampfig unter dem Poncho. Ach, es ist so gausig. Und die reißen aus. Meine Socken sind definitiv schon nass. Und ich glaube, mein Pflaster vom kleinen Zeh auf der rechten Seite rubbelt jetzt auf der zweiten Zehe. Ich habe aber keine Pflaster mehr. Ja. Da steht wieder ein Schild. Und das bleibt spannend. So, jetzt sind wir knapp 15 Kilometer und ich bin gerade ziemlich angepisst. Die letzten 500 Meter waren Gatsch. Meine Schuhe waren bis dahin ein bisschen feucht, jetzt sind sie komplett nass. Jetzt bin ich irgendwo durch das Unterholz gekrochen und dann war die Wiese nass. Die Wiese ist ein einziger Fluss. Furchtbar. Es ist wenigstens nicht kalt. Und jetzt geht der Weg weiter dadurch durch die Orgard. Mitten durch die Pampa. Jetzt muss ich 15 Kilometer mit nassen Schuhen herumrennen. Das interessiert mich irgendwie gar nicht. Vielleicht okay, aber wenn ich dann noch einmal einen Pool in meinem Schuh habe, ich weiß nicht, was das mit meiner kleinen Zehen macht. Ich will mal mein letztes Ibuprofen wieder mal bei Kilometer 12 einwerfen. Yay! Ich meine, es ist ja ganz idyllisch da. Oh, die wieder noch so Pudel. Furchtbar. Lalala. So. Das ist ja
äußerst mühsamer Abschnitt. Jetzt sind wir schon vor mir hin. Oh Gott. Und es runter, und es runter, und es runter. Los. Ah. Buenos dias. Wir haben jetzt nur mehr 10 Kilometer. Und es schifft immer noch 10 Kilometer. Ich habe immer nichts zum Essen gefunden. Gott, ist mir heiß. Guck mal vor, es hat ja Sauna unter dem Poncho. Bei Kilometer 12 haben wir mal ein zweites. Kilometer 12 haben wir mein zweites Ibuprofen eingeschießen. In meinen Füßen ist irgendein komisches Mikroklima. Das bleibt mir, glaube ich, jetzt bis, wie man es so genau aussieht. Ich weiß gar nicht, was so an Vorschein kommt. Theoretisch ist in Kilometer 8 irgendeine Taverne. Mal schauen, ob der wirklich offen hat. Sonst muss ich echt hungern bis Santiago. Und der Weg ist immer auf. Teilweise, oh Gott, schick, oh Gott. Wie geht die hoch? Das ist echt grausig. Nichts gegen Regen, aber die Schulwasser ist irgendwie grausig. Was ist denn das da jetzt mit dem Kackweg da? Das ist irgendwie scheiße da. Ach. Ja, aber das Positive sieht man wieder. Ha? Wir haben 3/5 des Weges, weil wir ja nur mehr 10 Kilometer haben. Das heißt, wir sind längst über der Hälfte. Schwitzt wie ein Schweinchen. Hast nicht mehr weit, das ist abzusehen. 10 Kilometer, theoretisch sagen wir 2 Stunden. Ich habe gerade überhaupt keinen Plan, wie spät es ist. Schon nur 12 herum. Kann ich das so einblenden? Oh, 12:18 Uhr. Okay. Ich habe längst keinen anderen Pilger mehr gesehen. Keine Ahnung, wo die sich herumtummeln. Und ab 9 gibt es Countdown. Da kommt das nächste Schildchen. Schauen. Eigentlich handle ich mich nur mal von diesen Granitpylonen zu Pylonen. Ich habe jetzt einen Hunger. Ich glaube, ich habe mich nach dem zweiten Fliege zurück. Also irgendwann danach in irgendeiner Therme mit Massage, Whirlpool, ein Smoothie zum Essen, also zum Trinken. Mir geht ein bisschen das Obst an, muss ich sagen. Zum Frühstück habe ich nochmal das Beeren, Nüsse, ein bisschen Joghurt. Nur diese depperten Croissants. Kaffee, Toast. 10,83. Wir nähern uns der 9. Und
hoffentlich gibt es bei 8 dann diese Ocamino Taverne. Ich schnauf. Wenn das Wetter schön wäre, wäre das halt echt cool gewesen. So ist es ein bisschen zart. Na gut. Passt schon. Wenn ich mal was zum Essen gehabt habe, ist alles wieder gut. See you. Der Countdown läuft. 9,8. Muss ich sagen, meine Haare sind komplett nass. So, ich sehe ja nichts mehr, mir rennt ständig die Brille auf. Theoretisch, wir sind da jetzt mitten im Wald, sind da das da hinten ein. Hört schon auf. Also ich bin ja froh, dass es nicht schüttet. Wenn es schütten würde, wäre es nur schlimmer. Aber es ist eher so britischer Schnürregen. Und das ist dampfig. So, jetzt schauen wir, ob diese Taverne in 1,5 Kilometer offen hat. Ich habe so einen Hunger. Oh Gott, das Problem wird sein, jetzt ist mir warm. Da kommt einer. Und dann geht er einer. Und dann, wenn man sich hinsetzt, knüllt man ab. Und ja, ist ein steifes Brett. Mal schauen. Bis später. Die Taverne war zu. Serrado. Na super. Am Schild ist gestanden: letzte Chance vor Santiago. Und uns vorbei Serrado. Na super. Jetzt gibt es wieder nichts zum Essen, aber ich esse jetzt meine Haribos. Also ein bisschen Zucker, ein bisschen Kalorien, gibt vielleicht für die 8 Kilometer ein bisschen einen Schub. Ich habe nur irgendwo Nüsse einstecken. Aber ich habe einen Stempel bekommen in einer kleinen Kapelle. Die war eigentlich zugesperrt. Und dann kommt da so ein älterer Herr und Dame und sagt, ja, was? Upsi, mein Haribo. Egal. Er macht auf und gibt mir einen Stempel und dann hat sie herausgestellt, dass es ein Schweizer ist. Schon nach dem Reden haben wir kurz gequatscht. Jetzt fällt mir schon mein Arm ab. Jetzt, oh Gott. Okay. Kurz gequatscht. Dann habe ich einen Stempel bekommen. Alles Gute gewünscht. Jetzt habe ich wenigstens einen Stempel. Wenigstens einen auf 25 Kilometer oder gute 20. Mir hat vorher wieder ein Pilger überholt, so ein Typ mit Schirm. Der hat mich halt schon einmal überholt. Also ich habe keine Ahnung, wo der auf einmal daherkommt, weil er ist ja doch schon länger her, dass er mich überholt hat. Also irgendwo ist er falsch abgebogen. Ups! Glitschig. Oder falsch gegangen. Oder er hat irgendwas zum Essen gefunden, was ich nicht gefunden habe. Wer weiß das schon.
Jedenfalls Haribos und Nüsse. Und ich bin echt schon fertig. Was steht denn da? Da gibt es wieder ein Schild. Gehen wir noch kurz nach vorne. Da gibt es einen Ringsaal. Mittlerweile fange ich an, dass ich schon ein bisschen auf Eier laufe. Es ist wieder so Eukalyptuswald. Als Suppen war jetzt echt geil. Als Suppen, als Smoothie, Erdbeeren mit Schlagobers. Was steht denn da? 777, sagen wir 5. 7,5. Bald haben wir nur mehr, in 2 Kilometern haben wir nur mehr ein Fünftel übrig von der Tagesetappe. Ich handle mir jetzt nur mehr von Pylon zu Pylon vor. Und wir kommen da halt noch an. Ich glaube, es ist gerade 1. 13:06 Uhr. 7 Kilometer. Beißen, beißen, beißen. Ich bin komplett fertig. Die Haribos kicken vor eine ist super. Ich schnapp schon über. Mit Zehe, keine Ahnung, die motzt ein bisschen. Aber mittlerweile wird man ein bisschen kalt in die Wadeln. Also es wird dann Zeit, dass es halt dann zum Ende kommt. Und eine Suppe wäre echt geil. So, Frittatensuppen, Leberknädelsuppen, irgend sowas in die Richtung. Oder mit beiden, Leberknädel und Frittatensuppen. Meine Haare sind komplett nass. 7,4 Kilometer. Es läuft. Der Typ in der Kapelle hat gemeint, mit dem Auto sind es 4 Kilometer nach Santiago. Also irgendwo bescheißen die da. Vielleicht ist es eh schon vorne da. Da ist irgendwie was Größeres am Horizont. Es wird. 1,5 Stunden. Schauen wir, die werden wir jetzt nur umdrücken. Und dann ist es vollbracht. Und dann will ich was essen. Und da war meine Dusche und mein Zertifikat. So, Protein mit Nüssen. Ab jetzt ist es nur mehr Kopfsache. ,7 Kilometer noch. Ich bin gerade irgendwo unter der Autobahn herumgehirscht. Und jetzt, ich glaube, wir sind mittlerweile schon in Santiago. Santiago vor Ort. Jetzt ist es nur mehr beißen. Kopfsache. Aber ich kann, wenn ich jetzt stehen bleiben würde, ich würde nicht mehr weiterkommen. Wir ziehen es jetzt durch. Chaka. Und da ist ein Riegel. Da ist ein Wasser. Pfeil. Alles gut.
sind. Wir sind, ich rede von mir in der Wir-Form. Am 19. weggegangen und heute ist der 30. Dezember. Habt ihr mein Krümel? Ich werde es lange nicht gehen. 5 Kilometer. Und ich will auf dem Schild irgendwo dann 0,00 Kilometer draufstehen sehen. Bis gleich. Das letzte Stück in Santiago. Es schläft wie so. Meine Füße sind, also meine Schuhe sind komplett nass. Das Labyrinth da. Es kann nicht mehr weit sein. Ich habe überhaupt keinen Nerv mehr. Ich drücke es jetzt nur mal durch. Ich habe jetzt einen Supermarkt gesehen. Und Futteria, da hätte man was zum Essen holen können. Ich ziehe es jetzt durch. Und dann falle ich tot um. Mal ist jetzt ziemlich touristisch. Ja, die sehe aber keine echten Pilger. Nur so ein paar Schirmträger. Ich sehe schon einen Kirchenturm. Mit dem Kanal da in der Gegend rum. Am letzten Stück gibt es die Nachteile. Somos muy cerca. Me voy a Schirmbeck.
bin jetzt eigentlich im Hotel eincheckt. Ich bin fix und fertig. Aber ich war jetzt beim Pilgerbüro. Und da habe ich mal, wo kommt denn? Einmal die Entfernung. Da steht nur 260 Kilometer, das glaube ich nicht. Und einmal die Urkunde, dass man gepilgert ist. Yes! Ich bin fix und fertig und das ist alles los. Und meine alten Blasen schauen furchtbar aus. Ich weiß gar nicht, wie meine Zehe ausschaut. Hier eine Wasserleiche. Ich bin von oben bis unten außen. So. Wahnsinn. Von meinen wenigen Füßchen, die komplett aufgewacht sind. Jacke nass, Socken nass, Schuhe nass, Hose nass, Käppi nass, Rucksack, okay, Poncho Igitt, Marina nass, oh Gott, das ist okay, Schlafzimmer okay, Urkunde. Naja, das ist jetzt nicht die prickelndste Aussicht. Mach meinen Vorhang wieder zu. Arinas, so, das war's mit der Hexe. Jetzt gönnen wir eine geile Dusche. Für 2-Sterne-Hotel, das ist echt okay. Das Hotel Windsor, 500 Meter weg von dieser Fußgängerzone, wo alle dann zur Kathedrale pilgern. Aber wie soll ich jetzt dann noch den nächsten Tag da auskommen, wenn da alles pitschi-patschi nass ist? Pitschi-patschi nass. Oh Gott. Egal. Hauptsache ich hab das in den Händen. Ich habe mir die Kathedrale gar nicht richtig angeschaut, das war mir eigentlich wurscht. Hauptsache ich hab das da. Yes, 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 yes. Party, Party, Party. Jetzt machen wir mal ein kleines Nickerchen in der Dusche und dann sollten wir irgendwann mal was zum Essen auftreiben. Und aus.
jetzt schon am Flughafen in Santiago. Der Bus kostet genau 1 Euro von der Stadt daher. Es schüttet halt schon wieder. Der Flughafen ist relativ klein und überschaubar. Und jetzt warte ich, bis ich nach Madrid fliege und dann nach Wien weiter. Es ist jetzt circa, keine Ahnung, 11 Uhr. Sehe ich das gleichzeitig? 11.14 Uhr. Der Flieger geht um 13.30 Uhr. Ja. Ich habe ausgeschlafen, habe ein Frühstück gehabt im Hotel, habe ausgesteckt, bin zur Busstation gegangen. Und es hat geschifft. Oh. Dann ist der Bus gekommen. Der hat so 3/4 Stunde gebraucht. Und jetzt ist das Abenteuer schon fast zu Ende. Ja, auf geht's heim. Meine Füße habe ich das letzte Mal eingetaped. Das war's.